Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Ja, wie ihr seht, dreht sich bei mir heute wieder um das Thema Minifiguren. Ich habe wieder einige mitgebracht. Diesmal bunte Mischung, ein bisschen was aus der Piratenwelt und ein bisschen was aus dem Weltraum. Sind allesamt Figuren, die schon älter sind als die Steinkohle, aber in meiner Sammlung sind sie halt neu. Ja, und da dachte ich mir, die gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Und als erstes habe ich hier eine Minifigur mitgebracht, die habe ich jetzt gleich zweimal neu in meiner Sammlung. Und zwar ist das hier aus dem Jahr 1987, diese Blacktron 1 Minifigur. Und die finde ich aus zwei Gründen total interessant. Der erste Grund ist hier dieser bedruckte Torso, der recht stylisch aussieht. Und das zweite ist halt, dass die Figur diese Hände in schwarz hat und auch schon dieses schwarze Helmvisier. Ja, wie gesagt, das finde ich beides relativ besonders. Ich glaube, die Ritter der damaligen Zeit, die sind noch komplett ohne Handschuhe rumgelaufen und hatten noch diese Standard-Hände in Gelb. Von daher schon eine coole Figur. Ja, und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die Figur gar nicht gekauft, sondern bei einer Bricklink-Bestellung kostenlos mit dazu bekommen. Das war im Shop von Captain Hypey. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, weil ich ja eine kleine Sammlung von Raumschiffen habe, werde ich mir dazu noch ein passendes Raumschiff organisieren. Und zwar habe ich es abgesehen auf die Set-Nummer 6876. Das ist der Blacktron Alienator. Den finde ich relativ stylisch. Und das Ganze wird dann halt, wie gesagt, meine Raumschiffsammlung ein bisschen vergrößern. Als nächstes habe ich hier noch einen Astronauten, und zwar den hier, komplett in weiß. Das ist einer aus der Classic Space Serie, den gab es so in der Farbe hier ab 1979. Den gab es auch noch in anderen Farben. Bisher hatte ich es noch in Gelb und in Blau, das ist mein erster jetzt hier in Weiß. Ich glaube in Rot und in Schwarz gibt es die auch noch, finde ich ganz cool eigentlich. Ja, von 1979, da hat der natürlich noch keine bedruckten Arme, keine bedruckten Beine. Lediglich der Torso ist hier an der einen Stelle bedruckt, finde ich aber auch ganz stylisch eigentlich. Ja, die Raumschiffe von damals, das waren diese noch in Light Gray beziehungsweise auch in Blau. Davon habe ich schon eins. Das ist eins mit einem gelben Spaceman. Für den kleinen Kollegen hier, da fehlt mir jetzt noch die passende Ausrüstung. Mal gucken, ich habe schon was noch auf dem Schirm. Eventuell der Space Buggy, Set Nummer 886. Dreistellig, daran kann man noch erkennen, wie alt das Ding ist. Mal gucken, ob ich das noch irgendwo herkriege. Wenn ja, ist cool. Wenn nicht, glaube ich, macht er sich auch so ganz gut in meiner Sammlung. So, und jetzt komme ich mal vom Weltraum zurück auf die Erde und vom Jahr 1979 ins Jahr 2009. Da kam nämlich diese Figur hier raus. PI 107 heißt sie bei Bricklink oder auch Pirat mit Anker-Tattoo. Ja, und dieses Tattoo kann man hier wunderbar erkennen. Auch die Rückseite vom Oberkörper ist bedruckt. Das finde ich natürlich ganz besonders stark. Und er hat ein fieses Grinsen, oder? Genau. Deswegen musste ich den auch unbedingt haben. Das eine Set, in dem der vorkam, Kraken Attacking heißt das. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mir hat einfach nur die Optik von dem Kollegen hier gefallen. Und der kommt auf meine Pirateninsel. Der eine oder andere von euch kennt ja vielleicht auch die Videos zu meiner Pirateninsel. Da passt er ganz wunderbar rein. Und der wird dafür zuständig sein, dort die imperialen Soldaten zu ärgern. Ja, und das bringt mich auch schon direkt zur nächsten Minifigur. Das ist nämlich einer von den imperialen Soldaten. Bricklink-Nummer PI 063. Und bei der Figur ist es so, dass sie als besonderes Merkmal quasi hier diesen rot aufgedruckten Bart und diese rot aufgedruckten Haare auf dem Standard-Lächelgesicht hat und auch noch hier diese gelben Epauletten. Ja, und der kam wesentlich häufiger vor als der Pirat von eben, nämlich in insgesamt 11 Sets. Und das war so ab 1989 dann unter anderem die legendäre Eldorado Fortress und auch das Saber Island. Ja, das sind alles sehr bekannte Sets, von daher auch sehr teuer. Aber da ist es jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel, die noch zu haben, weil ich ja selbst eigene Mocks baue für meine Pirateninsel. Ist aber trotzdem gut, den hier in der Sammlung zu haben. Der sieht natürlich sehr wichtig aus und von daher ist es so ein bisschen mein Ziel, den später mal zum Kapitän zu befördern. Ich bin nämlich gerade dabei, ein größeres Schiff für meine Pirateninsel zu bauen. Und als Kapitän macht der sich doch hier ganz gut, glaube ich. Ja, da komme ich auch schon zur letzten Minifigur für heute. Und das ist so ein bisschen jetzt das Highlight in meiner Figurensammlung. Und zwar hier der Islander. Und warum ist es ein Highlight? Ganz einfach, weil es bisher mein erster Islander ist. Ich wollte immer schon mal einen haben, hat bisher nie so richtig funktioniert. Ja, und jetzt habe ich endlich einen. Und das ist die Nummer PI 070. Und der kam ab 1994 in insgesamt 4 Sets vor. Unter anderem auch in King Kahukas Thron. Und die finde ich gut, die Figur, aufgrund der Bedruckung. Der hat ja quasi schon bedruckte Beine, der hat einen bedruckten Torso und natürlich das besonders bedruckte Gesicht. Das sieht schon echt stark aus. Ja, der kommt natürlich auch auf meine Pirateninsel. Die werde ich ja demnächst auch mal ein bisschen vergrößern. Da kommen noch mal ein paar Baseplates zu.
Und dann findet sich da auf der Insel garantiert auch eine Ecke für die Isländer. Ja, und mit ihm hier möchte ich dann da quasi den Anfang machen. Genau. So, für heute soll es das aber erstmal gewesen sein mit den Minifiguren. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Figuren so findet. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Genau. Da bleibt mir nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Video.